Alright, sind Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gekommen. Der Serverstart EU11 ist vorbei und ja, wir brauchen nicht drüber reden, ja. Ich habe das mal ganz entspannt gespielt, ja. Also Tag 1 hatte ich Internet, kein Internet. Tag 2 hatte ich keine Zeit und Tag 3 bin ich dann auf der Couch eingeschlafen. Da wollte ich eigentlich noch ein bisschen pushen, habe ich dann leider vergessen und da müssen wir jetzt halt gucken, ne? Mit Level 32 nach 3 Tagen. Das ist jetzt nicht mega rühmlich. Wir haben jetzt auch den Stone Troll hier deshalb erstmal gleich besiegt und sind mit einer Quest auf Level 33 jetzt gekommen. Als nächstes müssen wir den hier machen. Da gibt es nämlich auch ein Epic. Ich hoffe, das wird ein gutes Epic. Und das Ziel wird sein, dass wir heute jetzt auf jeden Fall Level 40 freispielen und noch ein bisschen höher kommen, um über dem Durchschnittslevel zu sein von der Gilde. Ja, das wird jetzt so mein Anspruch sein. Am Ende des Videos werdet ihr feststellen, ob das funktioniert hat. Vorher aber noch bedanke ich mich bei der Teilnahme und die Leute, die im Discord schön auch die Codes genutzt haben. Danke nochmal an Fatbeard, der wohl bei den Schummelpilzern spielt. Da muss ich jetzt mal reingucken tatsächlich. Indem ich sie mal suche, ob ich ihn auch finde. Jetzt mich nicht vorbereitet, as usual. Mal gucken, wie er heißt, ja. Hier ist er. Der hat mich darauf hingewiesen, dass ich leider einen falschen Code zweimal kopiert habe. Deshalb nochmal vielen Dank an dich, mein Lieber. Und ja, jetzt gehen wir nochmal rein. Also ich habe eine gute Chance. Stone Troll war am zweiten Versuch kaputt. Und der hat eine etwas höhere Chance. Da hoffe ich natürlich jetzt, dass ich jetzt nicht 1000 Pilze ausgeben muss. Aber ja, meistens, wenn du einen Dungeon hast, der wirklich richtig schnell geht, dann braucht der andere ja ein bisschen mehr. Das würde jetzt bedeuten, also mit 50 Versuchen wäre ich gut im Schnitt. Bei 100 Versuchen wäre es dann schon wieder ein bisschen schlechter. Und alles, was drüber hinausgeht, wäre auch schlecht. Aber, oh, da haben wir Glück gehabt. Und wir haben auch beim Epic Glück gehabt. Immerhin, ja, nicht der geilste Slot, aber es ist vollkommen okay. Hier hatte ich noch gar keinen Stein drin. Ne? Wir haben ja schon zum Beispiel hier einen Constitution-Stein auch parat. Mit dem geht das noch leicht. Jetzt sind wir gleich Level 33, geht auch noch 34. Dann holen wir uns die Big Potions. Und dann denke ich mal, wir werden noch ein paar Dungeons gehen. Leider natürlich nicht mehr hier. Aber hier geht definitiv noch was und hier wird dann auch was gehen. Und dann denke ich, sind wir mit Level 40 dann relativ gut in der Lage zu spielen. Ja, an Tag 4 Kappa. Also es ist lange her, dass ich an Tag 4 noch nicht Level 40 war. Aber es hat auch mal was Befreiendes, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man einfach nur ein bisschen spielt. Ja, Sammleralbum müsst ihr auch noch mal ein bisschen pushen eigentlich. Das werde ich vielleicht auch noch zwischendurch machen. Und dann nicht so viel Stress hat. Und trotzdem halt in der Gilde ist, ja, ich bin jetzt noch weiter unten, aber dann am Ende des Tages stehe ich dann hier irgendwo. Also das wäre so ganz nice. Also und ja, das werden wir sehen. Bin nur selber gespannt. Nicht, dass ich wieder einschlafe, Kappa. Ja, Leute, und das Ganze sieht gut aus, um diesen Push jetzt hier auf 43 gemacht zu haben. Habe ich mehr Pilze ausgegeben, als, glaube ich, bisher in den ersten 3 Tagen, wenn ich da gespielt habe. Also da merkt man auch, dass das Ganze natürlich trotzdem nach wie vor ein bisschen in die Pilze geht. Das ist jetzt größtenteils durch mein Sponsoring passiert, aber ich sag mal, man hätte auf jeden Fall 100 € aufladen müssen, um es jetzt im Nachgang auch so zu spielen. Also insgesamt 100 €. Wie ich es jetzt gemacht habe, das Ganze wäre an den ersten 3 Tagen vielleicht ein bisschen günstiger gewesen, obwohl natürlich die Gilde mit jedem Tag weiter voranschreitet in den Upgrades, weiter voranschreitet in der Hall of Night. Das ist immer eine kleine Hilfe, also wenn man etwas später ein bisschen Lot spielt, dann kommt das immer ein bisschen günstiger. Ich habe aber auch einen Dungeon wirklich tryhardet auf 0,3%. Ja, da habe ich bestimmt 400, 500 Pilze ausgegeben. Kein Lucky Try gehabt. Ja, das Ganze ging dann mit Re-Equippen ein bisschen günstiger. Und auch jetzt könnte ich mich immer noch re-equippen. Die Waffen sind nicht ganz so geil. Manche Items sind auch nicht ganz frisch. Aber wir stehen jetzt eigentlich nur noch vor dem Firelock. Das ist eigentlich der letzte Dungeon, den ich jetzt hier machen will im Video. Und ja, es gibt ein Pflicht-Epic. Das ging jetzt sehr fix. Gucken wir uns nochmal an. Ist sogar ein Level-Up dabei gewesen. Ganz knapp nicht bekommen. Ja, wie so ein Kampf verläuft jetzt hier mit dem Druiden. Also die Fähigkeiten, also allgemein, wenn ich so die ersten Dungeons durchgehe, ist der Druide schon ein bisschen besser in den Dungeons als der Magier auf jeden Fall. Ich habe es jetzt noch nicht mit dem Barden verglichen, aber ja, vor allen Dingen aber, glaube ich, gegen auch Kundschafter tendenziell ein bisschen stärker als gegen Krieger, aber das variiert auch manchmal im Early Game und im Mid Game und wir kriegen eine Kette.
Die Kette habe ich zwar heute erst erneuert, aber ja, eine Waffe wäre jetzt noch geiler gewesen. Aber die Kette ist ganz nice. Im Übrigen hatte ich mir das Discord Anniversary vorhin geholt, aber es hatte leider keinen Slot. Also für einen Gold verkauft, weil kein Slot dabei ist. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ding, das nehmen wir uns rein. Und dann starte ich hier auch nochmal einen Stand gehend. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Gold. Und ja, das werde ich jetzt, werde ja eh noch ein bisschen questen, noch ein bisschen verskillen einfach. Ja, die Schuhe sind halt echt alt. Also Schuhe wären auch nochmal viel besser gewesen. Die hole ich mir vielleicht so nochmal rein nach dem Level Up. Und vielleicht gucke ich nochmal einen dann rein. Braunbär, der 76er und der 74er. Jetzt kommt der 74er. Ja, der könnte vielleicht auch gehen mit einer neuen Waffe so oder so. Dann ja, würde ich hier in die Richtung 46 kommen. Brauche ich jetzt heute nicht. Kann ich auch morgen machen. Prinzipiell. Also schauen wir mal, wie es ist. Ja. Aber wir schwimmen gut mit. Durchschnittslevel ist die Gilde leider dadurch nicht hochgekommen, durch den kleinen Push von mir. Aber das macht ja der Kreis. Oder der Chris ja gesagt, ne? Der sorgt dafür auch, dass die ersten Raids klappen. Wobei vielleicht, ich weiß nicht, wie stark die so sind hier alle, aber vielleicht mache ich ganz gut Damage im Raid mit dem kleinen Level. Aber das Problem ist, der Raid startet erst um 5. Das heißt, bis dahin muss ich gespielt haben. Also bin ich auf jeden Fall Level 44. Ob ich ihn beende, den Raid? Ich kann es nicht einschätzen. Das wäre natürlich geil. Würde ich mich freuen. Ansonsten, ja, ist das eigentlich ganz durchaus so. Wir können noch mal, genau, Glücksrad müssen wir auch noch mal gucken. Also eigentlich wollte ich weitestgehend mein Gold verskillen und nur über das Glücksrad Gold farmen und in die Gilde stecken. Aber vielleicht muss ich ein bisschen, vielleicht war ich wenigstens schon mal auf 7,7. Das ist okay. Und dann gucken wir mal, was da noch rauskommt. Dann am Ende, damit die Gilde auch die Upgrades voll hat. Wollte ich jetzt noch mal schnell in die Hall of Fame so allgemein reingucken. Aber da haben wir natürlich wieder einen kleinen Bug dabei, so 240 aufwärts. Ich glaube, ein Spieler hat ziemlich krass reingepilzt in den ersten 3 Tagen, also war vom Level her sehr hoch. Ja, der Susi, der ist über 240, also 240 ist zu dem Zeitpunkt wirklich schon sehr, sehr hoch. Ja. Gilde Time to Shine, die dominiert definitiv hier gerade die erste Reihe. Die haben auch noch andere Spieler über 200. Der Blade ist da zum Beispiel auch dabei. Das ist höchstwahrscheinlich der Blade, den wir kennen. Bin mir nicht sicher, wenn das sieht, kann ich mir gerne mal schreiben. Content Creatoren sind jetzt nicht krass, glaube ich, dabei. Also würde fast sagen, wenn es um die Ehrenhalle geht, ist wohl Gilmark derjenige, der hier ein bisschen am höchsten geht. Mit 177 auch ein bisschen was investiert. Ja, Dreamscape gut dabei hier als Barde. Also überhaupt haben wir natürlich viele Dämonenjäger, wenig Berserker. Also etwas weniger als in anderen Verhältnissen, gerade in der Spitze. Schön ist, dass wirklich 3 Assassinen in den Top 30 stehen und die sind doch alle vom Level her echt gut dabei. Blade natürlich am besten. Ja, aber Barden, ja. Barden sieht man ja auch oft. Mehr Barden als Kundschafter. Das ist knapp. Druiden haben wir den Weitscher auf 122 am höchsten, gerade so in den Top 30. Ja, und danach wird es schon ein bisschen mau um den Druiden. Ja, ich glaube, hier kommt noch einer. Der ist auch immerhin schon 100. Also ist gar nicht so einfach, das auch zu erreichen mit dem Druiden, ganz klar. Ach, Handel Michael, ja, ein hübsches Ding hier. Hübsches Profilbild. Ja, also mich würde jetzt nochmal die Verteilung der Klassen nennen. Ja, und hier sehen wir jetzt die Statistiken zu EU 11 im Prinzip. Wir sehen Susi auf 242. Das Ganze könnte also von Stand gestern sein, würde ich mal so behaupten. Und ja, wir können mal gucken, welches Level ich da habe. Ja, wir gucken mal auf Van Rizzle rein. Ja, da bin ich mit 32, also das ist wohl Stand gestern. Eigentlich mal in die Analysen reingucken. Also der Nekromant, oh, den habe ich gerade irgendwie... Tschüss. Habe ich den Barden vorhin erwähnt? Da meinte ich den Nekromanten wahrscheinlich. Ja, glaube ich, habe ich falsch gelesen. Also die Zeichen, ich komme da echt ein bisschen durcheinander mittlerweile. Wir sehen von der Verteilung Nekromanten insgesamt sehr weit. Natürlich in der Spitze die Dämonenjäger weit oben. Also da sieht man, dass von den Prozenten her das Ganze gar nicht weit weg ist zwischen den dreien. Aber die Dämonenjäger in der Spitze halt, die stechen hervor. Die Magier auch recht gut gepickt. Ein Kundschafter deutlich weniger als sonst. Assassine fast gleich. Kampfmagier und Krieger hält sich oftmals die Waage. Ja, und dann der Barde und der Druide. Also ist der Druide schon über 3%, ist es gar nicht so schlecht, kann man sagen. Ja, in der Durchschnittsstufe sieht man aber dann hier eben nochmal das, was wir schon gesagt haben, Dämonenjäger am höchsten, Berserker.
Kundschafter sogar höher im Schnitt als die Berserker, aber das geht natürlich über alle und nach Tag 3. An Tag 4 kann sich das ja geändert haben. Wir sehen, dass der Barde im Schnitt auch wirklich gut dabei ist. Also muss ich selber nochmal gucken. Meinte ich jetzt den Barden oder den Nekromanten? Nee. In der Top 30. Nee, okay, das ist... ich meine, okay, es war der Nekromant. Der Nekromant, aber das Streamscape ein Barde ist, das habe ich richtig erkannt. Ansonsten ist der Nekromant in der Spitze ein bisschen stärker. Ja, aber das verhält sich alles noch. Also die Statistiken werden ja nicht hier entschieden in dieser Ehrenhalle, sondern also in dieser Hall of Fame-Bereich, sondern jetzt ungefähr hier. Ne? Also was hier viel vertreten ist, das ist halt im Schnitt da auch auf jeden Fall dabei. Und ja, es sind meistens die gleichen Klassen, die halt prozentual am niedrigsten sind und der Druide ist immer die Spitze, aber immerhin über 3%. Ich hätte es mir fast, ehrlich gesagt, schlimmer vorgestellt. Ja gut, dann war es das erstmal von mir. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.